bienvenidos al nuevo podcast de Bioventuras llamado Biovoces. Soy Ruth y en el día de hoy tengo aquí una compañera mía de la universidad, en la Facultad de Psicología, que se llama Lisa. Bienvenida. Y ahora me voy a cambiar al alemán porque ella entiende el español, sabe hablar también un poco español, pero para poder de verdad hacer el podcast bien vamos a cambiar al alemán para que ella también pueda explicar todo sobre cómo se escribe una tesis pues en su lengua materna. So. Muchas gracias, Ruth. Gerne. Erstmals willkommen und dementsprechend würden wir einmal loslegen. So, erstmals, was hat dich dazu bewegt, einmal Psychologie zu studieren? Also ich habe mit Kindern und Jugendlichen einen Freiwilligendienst gemacht und dort eben in einer Einrichtung gearbeitet, in einem Jugendzentrum und dort PsychologInnen kennengelernt und auch durfte in Teamsitzungen immer wieder auch mit reinschnuppern und eben ins Gespräch kommen mit diesen PsychologInnen, und das hat mir sehr gefallen. Also mir hat das Interesse hat sich so entwickelt, und dann habe ich eben auch diesen Entschluss, Psychologie zu studieren, nochmal gefestigt, auch wegen den Themen. Es interessiert mich auch, die Biopsychologie interessiert mich, und eben diese Schnittstelle, den Menschen zu verstehen, das Verhalten und Erleben des Menschen. Ja, also ich finde halt Psychologie grundsätzlich sehr interessant. Also es klingt wahrscheinlich sehr klischeehaft, aber ich liebe es zum Beispiel, diese True-Crime-Serien anzuschauen. so von Serienmördern, und was hat sie dazu psychologisch bewegt, so zu handeln. Du weißt ja, ich komme aus halt Biologiebereich, dementsprechend, also ich sage ja immer, die Psychologie ist die Wissenschaft der Neurobiologie, die das erklärt, was man teilweise noch nicht biologisch wirklich erklären kann. Weil du kannst biologisch bestimmte Symptome erklären, wie zum Beispiel eine Depression ist ja ein Fehlen von Dopamin also im Gehirn. Und das verursacht ja grundsätzlich einmal halt die Symptome der Depression, aber was grundsätzlich eine Depression auslöst, also psychologisch gesehen, nicht biologisch gesehen, das können noch nicht die Biologen halt erklären. Und dementsprechend finde ich es als sehr, sehr, sehr spannende Schnittstelle zwischen halt den zwei Naturwissenschaften. Genau. Also erstmals habe ich es auch noch fast übersprungen. Also stell dich erstmals noch kurz vor, woher du kommst, und ja, also grundsätzlich halt in der Psychologie, was genau interessiert dich auch noch am meisten? Ja, genau. Also ich bin Lisa, ich studiere im Master Psychologie mittlerweile in meinem 2. Mastersemester und wohne jetzt seit 6 Jahren in Konstanz, komme ursprünglich aus der Nähe von Koblenz, aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz. Und genau, in der Psychologie interessiert mich besonders im Moment auch die Entwicklungspsychologie. Das ist eben auch die AG, in der ich meine Masterarbeit gerade verfasse. Also so die Entwicklung des Menschen vom Kind bis ins späte Lebensalter. Also geht die Entwicklungspsychologie, und besonders interessiert mich da das Kindesalter. Das Kindesalter. Ich weiß ja zum Beispiel, also aus eigener Erfahrung, also man sagt ja immer, Kindesgehirne sind so wie Schwämme. Die nehmen alles Mögliche so schnell wie nur möglich auf. Man sieht es ja zum Beispiel, wenn man Sprachen lernt. Du weißt ja, ich spreche ja mehrere Sprachen. Und ich glaube, das liegt ja auch nur daran, dass ich von klein auf her aus auch angefangen habe, Sprachen zu lernen. Zum Beispiel, wenn ich meine Mutter oder meinen Vater sehe, wenn sie halt bestimmte Sprachen dann sprechen. Zum Beispiel mein Vater, der spricht schon relativ gut Deutsch. Man hört es ihn fast kaum an. Bei meiner Mom schon. Liegt es wahrscheinlich daran, dass sie auch erst im Erwachsenenalter nach Deutschland gekommen sind. Bei mir ist ja erst seit Kind her aus. Genau, da gibt es so sensible Phasen, in denen das Gehirn besonders oder der Mensch besonders gut lernt. Und wenn man eben in dieser sensiblen Phase dann den Input bekommt und da lernt, dann ist das eben besonders nachhaltig. Welche Altersphase würdest du sagen, ist das ungefähr? Das ist unterschiedlich. Also es gibt die Sprachentwicklung, ist noch unterschiedlich zur motorischen Entwicklung. Und genau, die genauen Fenster schwanken auch von Person zu Person. Deshalb kann ich das gar nicht so spezifisch sagen. Okay, also gibt es auch einen Unterschied, ob jemand eine viel einfachere, wie kann man sagen, eine Leichtigkeit hat, Sprachen zu lernen? Gibt es da irgendetwas Psychologisches oder
was es das halt vielleicht eventuell erklären könnte. Weil es gibt Leute, die sind logisch begabt, also so Naturwissenschaften, Mathematik etc. Es gibt Leute, die sind einmal sprachlich begabt. Sie haben eine richtige Leichtigkeit, Sprachen aufzufassen. Weißt du eventuell, ob es da irgendetwas gibt, Psychologisches, was das dann beeinflussen könnte? Also wir haben immer so dieses Bild von Anlage und Umwelt. Ja. Das heißt, besondere Eigenschaften können dir schon von Geburt an eben inhärent sein oder eben, dass du durch Umwelteinflüsse das eben lernst. Wenn du jetzt sagst, du wächst in so einem Umfeld auf, wo beide Sprachen gesprochen werden und vielleicht sogar noch in gleichem Maße, dann ist das natürlich ein Faktor, der von außen auch darauf wirkt. Deshalb ist es immer ein Zusammenspiel. Ja. Genau. Ja, es ist halt, also bei uns in der Biologie, wir sprechen ja öfters darüber, über Epigenetik. Also man hat eventuell die gleichen Voraussetzungen genetisch gesehen, aber die Umwelteinflüsse machen es ja auch, ob etwas halt ausgeprägt wird oder nicht. Man sieht es ja auch öfters bei eineiige Zwillinge. Das ist ja das Nächste, woran wir halt so Unterschiede auffassen könnten epigenetisch. Also wenn der eine irgendwo anders aufwächst wie der andere Geschwisterkind, Genau. dass da komplett unterschiedliche Wege entzweigen, obwohl genetisch gesehen die gleichen Ausgangslagen da vorhanden sind. Genau. Ja, ist auf jeden Fall mal sehr interessant, also vor allem die Kinderforschung. Und gibt es ein konkretes Thema, was du gerade in der Masterarbeit machst, innerhalb der Kindsforschung? Genau, gerade beschäftige ich mich mit der Moralentwicklung von Kindern oder wie Kinder das Verhalten von anderen Menschen einschätzen. Okay. Speziell geht es um prosoziales Verhalten. Was bedeutet das? Prosozial bedeutet Verhalten, was eben dem anderen gegenüber hilfsbereit oder im Teilen fällt darunter und den anderen hilfsbereit unterstützen. Und da ist es eben so, dass Kinder von klein auf sich sehr prosozial verhalten, also sehr hilfsbereit anderen gegenüber. Das sieht man häufig schon auf dem Spielplatz. Kinder schauen, wenn es dem anderen Kind wenn das andere Kind weint, gehen sie zu dem Kind trösten oder geben ihr Spielzeug auch teilweise und spielen gemeinsam, schauen nach den anderen Kindern. Also der Mensch ist von klein auf eigentlich, verhält sich sehr sozial. Also wir sind soziale Lebewesen und auch sehr früh, dass das eben ausgeprägt ist, auch eben Fremden gegenüber. Im Tierreich, wenn man jetzt zur Biologie geht, ist es häufig so, dass man in der Familie sich prosozial verhält, also bei Affen zum Beispiel. Affen, auch Primaten. zum Beispiel einmal Eichhörnchen habe ich gehört. Und zwar, es gibt so ein Phänomen, dass einmal Eichhörnchen des gleichen oder ähnlichen Blutes sich untereinander aushelfen, also zum Beispiel die Großmutter der Tochter, die Großmutter der Enkeltochter, aber nicht ein Eichhörnchen jemand anderen, der gar keine verwandtschaftliche Beziehung zueinander hat. Ja. Genau, und das ist eben bei uns Menschen speziell, dass wir uns halt auch gegenüber Fremden sozial verhalten und das sich eben entwickelt bis ins Erwachsenenalter und dass sich Kinder auch sehr früh eben auch an soziale Normen halten. Ja. Soziale Normen sind Normen, die von der Gesellschaft, Regeln, die von der Gesellschaft vorgegeben sind und die das soziale Leben so strukturieren. Also genau, zum Beispiel, dass man eben teilt, dass man jemandem anderen hilft. Und diese sozialen Normen, die lernen Kinder eben dadurch, dass sie eben in der Gesellschaft aufwachsen. Und eben bei Nichtbeachten dieser Normen kommt es eben auch dazu, zu Ausschluss oder dass die Kinder eben nicht so angenommen werden. Okay. Du hattest ja gerade eben gesagt einmal, dass die Kinder ja sich ja grundsätzlich erstmals an dem Normverhalten halt richten und immer halt so hilfsbereit sein möchten, auch teilen möchten. Es gibt ja immer so gesagt das Sagen, okay, dass so Einzelkinder immer tatsächlich dazu neigen, irgendwie nicht sehr teilhaft zu sein. Also ein bisschen, wenn man so sagen kann, egoistisch, wenn man so sagen kann. Es gibt so gesagt die Sage, wenn man halt ein Einzelkind ist. Glaubst du, dass da halt irgendwie eine Beziehung dazwischen ist oder ist es immer von Person zu Person her aus? Also ich glaube, da muss man vorsichtig sein, so pauschale Urteile zu fällen, genau. Weil eben auch Kinder, die als Einzelkinder aufwachsen, ganz viele
Peer-Beziehungen haben. Also im Kindergarten, in der Schule sind einfach sehr viele Kontakte, die auch sehr bereichern und sehr nah sein können für das Kind. Deshalb, genau, würde ich das nicht so pauschal sagen. Also es ist ja nicht, wie gesagt, halt, dass es halt grundsätzlich die Norm ist, sondern halt, es gibt halt so gesagt das Stereotype, man sagt so, boah, Einzelkind da, das mag er sowieso nicht, also so teilen etc. Also es gibt Vor- und Nachteile auch von Geschwisterkindern, also schon auch förderliche Entwicklungsaspekte auf jeden Fall, die man auch sieht. Genau, aber nicht pauschal. Ja, definitiv. Also zum Beispiel, ich bin ja nicht ein Einzelkind, ich habe 2 jüngere Geschwister und da gibt es auch öfters immer diese, nicht Hierarchie, aber halt immer diese Rollen, die ungefähr so die Geschwister halt so gesagt immer aufnehmen. Also ich bin die Älteste, das heißt, ich war immer diejenige, die auch halt wie eine Art Mama-Ersatzrolle ab und zu halt genommen hat und halt immer Verantwortung hatte. Das Jüngste, also der Jüngste, wir nennen ihn mal den Verwöhnten, weil natürlich ist es halt der Kleinste, Mamas Kind, der möchte halt, der ist halt so ein bisschen halt eher zurückgelegen, was halt Verantwortung angeht. Und mein kleiner Bruder, der Mittlere, wir nennen ihn immer so fast das schwarze Schaf der Familie. Nicht per se, weil er halt irgendwie schlecht ist oder so, sondern halt, weil er so ein bisschen zwischen dem Limbo liegt. Es gibt auch sehr viele Memes darüber, wie halt das mittlere Kind immer von den Eltern vernachlässigt wird. So das älteste Kind ist immer so richtig streng zu ihm, der kleinste immer relativ so leicht, also so richtig light die Erziehung. Beim mittleren wird so halt fast vergessen. Da muss ich auch zugeben, halt so Geschwister zu haben hat Vorteile, aber definitiv auch seine Nachteile, weil je nachdem, wann du geboren wurdest, hast du ab und zu manchmal auch sozial gesehen eine bestimmte Rolle aufzunehmen. Also als ältestes Kind wirst du sozial gesehen, auch von den Eltern manchmal so gesehen, die Verantwortung zu übernehmen ab und zu oder die Verantwortung gegenüber deiner Geschwister, wenn die Eltern nicht mal da sind. Das ist schon auch eine Rolle, die man halt leider sozial gesehen auch aufnehmen muss. Hat auch seine Nachteile, weil grundsätzlich gesehen sollten ja die Kinder nicht eine Verantwortung so gegenüber den Geschwistern übernehmen. Es soll ja nur die Eltern sein. Kinder sind Kinder, nicht Erwachsene grundsätzlich, ja. Genau, da kommt natürlich auch der Altersunterschied nochmal rein, wenn da natürlich nochmal ein größerer Unterschied ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber dann läuft man da noch eher Gefahr, wenn der Schritt größer ist. Ja, also ich bin 3 Jahre älter wie mein Mittlerer und gegenüber meinen Kleinsten bin ich 9 Jahre älter. Okay. Da ist wirklich die Mama-Rolle auf jeden Fall mal da. Also ich bin jetzt schon fast 23 und er wird dieses Jahr 14. Es ist so halt komplett 2 unterschiedliche Lebensphasen. Er fängt gerade mit der Pubertät an und ich fange gerade an mit junges, erwachsenes Leben an. Es hat nichts damit zu tun. Genau, das ist halt ein bisschen anders tatsächlich. Ja, genau. Und was hast du denn so von Forschungsthemen mäßig, also für deine Masterarbeit musst du ja auch bestimmte Forschung übernehmen. Was hast du denn da alles forschungsmäßig gemacht? Genau, also zu diesen sozialen Normen vielleicht nochmal zurückzukommen. Da ist es eben so, dass das eben von der gesellschaftlich so ist, dass es diese sozialen Normen gibt. Wir handeln natürlich auch intrinsisch prosozial, also auch damit, weil wir einem anderen auch einen Gefallen tun wollen, ist auch so. Oder weil wir auch, so egoistisch gesagt, dann auch was zurückkommt. Also es so verschiedene Mechanismen und verschiedene Erklärungsweisen, warum wir uns so verhalten. Ja. Und das ist so der Kern eben, wo es auch in der Forschung drum geht, wo ich gerade meine Masterarbeit schreibe. Und da machen wir eine Studie mit Kindern zwischen 5 und 7 Jahren, also so Vorschulalter, und schauen uns da an, wie Kinder Verhalten von anderen einschätzen, also wie sie urteilen über Verhalten. Ganz wichtig ist da der Begriff Theory of Mind. Ab einem gewissen Alter können Kinder sich in andere hineinversetzen. Gerade so im Vorschulalter ist das relativ gut schon entwickelt, dass Kinder sich in die Perspektive des anderen hineinversetzen können und verstehen schon etwas, wie es in dem anderen vorgeht. Okay, auf jeden Fall sehr cool. Also du hast gerade eben gesagt, dass halt
so Kinder zumindest so handeln, dass sie meistens etwas entgegenbekommen möchten, oder? Oder habe ich das ist ein Mechanismus, warum man sich sozial verhält. Also dass es eben auch diese Reziprozität gibt, also dass es auch zurückkommt, das Verhalten. Ja. Aber eben verschiedene. Es gibt verschiedene. Also das ist das eine und das andere. Soziale Normen sind dieses von außen, dass es halt von der Gesellschaft vorgelebt wird, dass wir uns so verhalten, das wird so erwartet. Das ist ein anderer Ansatz, genau. Okay. Und dann auch, weil es uns selber freut, wenn man jemand anderem was Gutes tut. Also so. Also würdest du sagen, was kommt am meisten vor? Kommt eher, dass man es von einem sich selbst tut oder kommt es vielmehr eher von sozialen Normen, beziehungsweise dass man halt etwas halt entgegenbekommen möchte? Ich glaube, das kommt auf die Situation an, aber es sind eben verschiedene Mechanismen, die auch gleichzeitig ablaufen können. Okay. Also die zusammenwirken. Verschiedene Erklärungsansätze, warum wir uns so verhalten. Okay, auf jeden Fall mal sehr interessant, definitiv. Genau, und gibt es bestimmte Herausforderungen oder Hürden, die du bis jetzt gehabt hast, was halt einmal diese Forschungsansatzpunkte zu tun hat? Ja, also momentan in der Studie ist es eben schwer, die Kinder genau in dem Alter eben zu finden, zwischen 5 und 7, die eben teilnehmen können und möchten und wo die Eltern auch einverstanden sind. Weil wir in der Studie auch eine Videoaufnahme machen von den Kindern, brauchen wir natürlich das Einverständnis der Eltern und das ist auch datenschutzrechtlich sehr streng. Wir müssen das Video natürlich anonym speichern, die Daten gesondert speichern und müssen da streng vertraulich mit umgehen. Und da auch eben Eltern, die Bereitschaft haben, sind meist auch Eltern, die selber bekannt, also die selber Forschung machen oder die selber das kennen, wie Forschung abläuft und dann halt auch verstehen, warum das eben wichtig ist für uns. Dass wir eben in der Entwicklungspsychologie verstehen wollen, wie Kinder denken und wie Kinder handeln und dass das eben dann auch Implikationen für die pädagogische Arbeit hat und das eben wichtig ist. Und genau, am Anfang haben manchmal Eltern das Vorurteil, oh, die Psychologin, die will jetzt mein Kind untersuchen, die macht jetzt einen Leistungstest mit dem Kind oder die will mein Kind jetzt analysieren oder so. Das sind oft Vorurteile, die wir bekommen, aber das ist ja nicht das Ziel der Sache. Ja, definitiv. Also so viel, also für die Zuschauer in Spanien, so viel zu Datenschutz. Also Deutschland ist wirklich das A und O Datenschutz. Also ich kenne kein anderes Land, wo Datenschutz so streng halt aufgenommen wird. Ich finde es ja gut, auf einem bestimmten Niveau. Aber halt Deutschland ist ja dafür bekannt. Das ist famös einmal einfach nur den Datenschutz Deutschlands. Ja, sehr cool. Und wie lange arbeitest du denn schon auf wegen deiner Masterarbeit? Wie lange arbeitest du schon daran? Seit Februar bin ich jetzt im Projekt. Ich habe noch mit bei der Entwicklung auch der Studie geholfen, also die vorzubereiten. Wir machen eben eine Studie über Zoom, eine Online-Studie. Das heißt, wir haben PowerPoints vorbereitet und machen dann auch eine Videoaufnahme über Zoom und da eben die ganzen Stimuli vorzubereiten, die wir den Kindern zeigen. Wir zeigen den Kindern ein Puppenspiel. Also es ist auf jeden Fall kindgerecht gemacht, sodass es den Kindern auch Spaß macht und sie danach auch kriegen sie eine Urkunde und als Dankeschön und dann sind sie auch meistens glücklich mitgemacht zu haben und machen hoffentlich nochmal mit. Ja, also ich finde es halt auch Kindern irgendwie etwas halt zu geben, also im Sinne davon, dass die Kinder halt sich auch darauf freuen, etwas zu machen, ist sehr einfach. Es ist einfach so, hey, schau mal, hier hast du noch eine Urkunde und dann sind sie schon relativ zufrieden tatsächlich. Ich finde es auch relativ cool vor allem, dass ihr auch das so macht, dass es auch so ein bisschen Motivation halt dahinter steckt. So es gibt auch Sticker. Es gibt Sticker, oh Gott, das ist das A und O bei Kindern. Ich kann mich erinnern noch, als es so Berufstage waren in der Grundschule, wo ab und zu so die Eltern zur Schule gekommen sind und haben ihren Beruf vorgestellt etc. Einmal kann ich mich noch daran erinnern, mein Vater kam einmal, war jetzt Ingenieur, hat einmal davon erklärt, was er im Beruf macht etc. Und er ist mit einer richtig fetten Kiste mit Sticker gekommen, von der Firma her aus. Sticker, einmal auch noch Schlüsselanhänger. Ich glaube,
Beim einen war es auch nur so eine Drillerpfeife. Ich glaube, die Lehrerin musste nach der einen Stunde uns die Drillerpfeife wegnehmen, weil es da so ich kann es mir vorstellen. Ja, also es ist so einfach so, Hauptsache, man gibt uns Schnickschnacks. Also so habe ich es immer als Kind gedacht. Einfach so Schnickschnacks her, Sticker, geil, kann ich immer irgendwo dran peppen. Ja, ist immer cool auf jeden Fall. Ja. Genau, als Motivation und als Dankeschön auch, dass sie die Zeit aufwenden. Ja, ist auf jeden Fall mal sehr spannend, sehr cool. Und wie viele Stunden pro Woche verbringst du denn ungefähr durchschnittlich wegen deiner Masterarbeit? Also ich weiß ja, dass halt Studium, vor allem was Naturwissenschaften angeht, ist man studiert und man lebt nicht, so halbwegs. Vor allem, wenn man Prüfungen hat. Bei der Masterarbeit oder beziehungsweise Bachelorarbeit ist dein Umfang jetzt mehr geworden, was halt Zeitaufwand geht, oder ist es jetzt weniger? Findest du es stressiger? Ich kann es, glaube ich, gar nicht so, also es ist schwer zu sagen, weil klar, in den Seminaren hat man Veranstaltungen entweder blockweise oder regelmäßiger und dann eben geballt mal Referate. Also wir mussten viele Präsentationen halten jetzt gegen Ende des Studiums und hatten nicht mehr so viele Klausuren. Im Grundstudium eben noch viele auch Prüfungen, genau. Das ist jetzt vorbei, die Phase. Und ich würde sagen, die Masterarbeit ist anders anstrengend. Man muss sich mehr selbst organisieren. Ja. Also man hat nicht die eine Deadline oder schon die eine Deadline, genau, aber dazwischen eben keine mehr. Das heißt, man muss sich selber die Deadlines setzen. Zum Beispiel, ich möchte bis dann und dann mit der Einleitung fertig sein oder bis den nächsten Monat dann die Methoden, dann die Resultate, Diskussionen. So, wann mache ich was, wann nehme ich mir Zeit für was? Und gerade ist es für mich auch die Herausforderung, da ich ja die Testung mit den Kindern mache, also diese praktische Arbeit, die mir Spaß macht, dann eben auch Zeit zu finden und zu sagen, gut, ich habe zwar jetzt schon was für die Masterarbeit gemacht, ich habe schon Kinder getestet, aber ich brauche auch viel Zeit für Literaturrecherche und dann wirklich den Schreibprozess und auch die statistische Analyse, dass das nicht zu kurz kommt. Ja, also für mich ist statistische Analyse so ein Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, mit welchem Programm du das machst. Bei uns in Biologie nutzen wir R. Ja, wir auch. RStudio. Genau. Oh mein Gott, als ich diese Einleitung bekommen habe, also Einleitung zu RStudios, zweites Semester, ich dachte mir so, ich habe Biologiestudium ausgewählt, nicht jetzt plötzlich Programmiersprache. Fand ich sowas von grottenschlecht. Auch letztes Semester Kompaktkurs. Pflanzenphysiologie gab es einmal ein Experiment, wo wir einmal Paramezien einmal messen mussten. Wie viele Paramezien wachsen in welche Salinität vom Medium, also Salinität, wie salzig das Wasser ist. Wie viele wachsen je nach Salinität. Da mussten wir so Korrelationsgeraden machen in Abhängigkeit der Salinität von der Größe der Kolonien, wie viele Paramezien es gab. Und also zum Glück haben sie uns halt so gesagt, die gesamten Programme schon vorgemacht, da musstest du uns noch durchlaufen lassen. Das Skript schon geschrieben. Genau, das Skript war schon geschrieben, Gott sei Dank. Aber wenn es nicht geschrieben wäre, wäre ich so, okay, ChatGPT hilft mir jetzt weiter, das ist mein Best Friend dabei. Oder ich schaue einfach per YouTube, wie man das macht, weil ganz ehrlich, also bis heute verstehe ich teilweise die Sprache, aber nicht komplett. Also damit ich wirklich die gesamten statistischen Analysen so 1:1 ohne Probleme durchführen kann. Öfters ist auch einfach nur ein kleiner Komma bereits schon ein großes Problem, dann kannst du gar nichts mehr machen. Und bis du dann überhaupt das Komma findest, dauert es auch Ewigkeiten. Ja. Genau, da braucht man wirklich Geduld und dann Schritt für Schritt die Daten erstmal bereinigen, sortieren, dann einlesen, dann die deskriptive Statistik. Also so kleinschrittig vorgehen. Das ist schon aufwendig und ist auch nicht mein Lieblingspart der Forschung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich glaube, die Mathematiker und diejenigen, die natürlich Wirtschaft studieren, mögen Statistik. Aber ich finde jetzt jemand, der... Ja, weiß ich nicht, ob man das generell sagen kann. Mein Freund liebt Statistik. Mein Freund dann kann er dir helfen. Ja, er könnte mir helfen, nur er kann leider die Programmiersprache gar nicht. Also die haben komplett andere Systeme gehabt. Aber ich konnte seinen besten Freund Christopher, Grüße an Christopher, hi, ich konnte ihn tatsächlich... Merke ich mir. Ja, den konnte ich tatsächlich mit RStudios noch helfen, weil so teilweise konnte ich ihm schon noch helfen, weil klar, bis zu einem gewissen Punkt hast du irgendwann mal schon die Basics drauf.
Aber genau. später kommt es dann irgendwann mal zu dem Punkt, wo du halt wirklich nicht weiter weißt. Und bei ihnen war es halt so, die mussten den Skript von vorne her ausschreiben. Ich so, Ja, okay. das muss ich auch. Ich kopiere jetzt einmal ein paar Sachen von den Skripts von meinen Profs, weil die haben es schon bereits vorgefertigt und dann gebe ich es ihnen weiter, weil das ist die einzige Art und Weise, wie man sonst halt hätte helfen können. Und einmal gab es auch einen Fehler im gesamten Skript und ich habe den nicht finden können. Ich so, bis zu dem Punkt helfe ich dir, weil weiter weiß ich nicht und ich möchte dir jetzt nichts irgendwie kaputt machen in dem Skript. Frag sonst mal den Professor. Und irgendwann mal kommt man auch zu den Grenzen, wo halt man wirklich schon ein bisschen mehr Kenntnisse haben muss bei AR-Studios, ja. Genau. Und wie viel Zeit hast du denn überhaupt für die Arbeit? Also grundsätzlich von dem Anfang, wo du es angemeldet hast, bis du es abgeben musst, wie lange hast du da Zeit? Von der Anmeldung bis zur Abgabe 6 Monate. Okay. Also ein halbes Jahr, genau. Ist schon mal auf jeden Fall mal lange. Bei uns ist tatsächlich, also jetzt Bachelorarbeit sind es nur 3 Monate Zeit. Also mit Forschung, also mit Mitarbeit in einer AG und das Schreiben und Abgeben. Ich glaube, man ist 1,5 Monate im Labor und 1,5 Monate am Schreiben. Genau. Bei uns ist es aber auch so, wir dürfen anmelden und dann direkt abgeben. Also wir können praktisch schon schreiben, wir können uns vorbereiten, wir können in der AG schon anfangen, dort arbeiten. Dann können wir die Masterarbeit anmelden und wenn wir dann ja schon vorgearbeitet haben, können wir theoretisch direkt abgeben. Okay, ihr habt's richtig chillig, chillig. Bei uns leider nicht. Bei uns ist es so, du musst es anmelden. Den Tag, wo du startest im Labor, fängt schon die Glocke an. Also da ist schon halt der Countdown dran. Und ich habe auch schon von ein paar Kommilitonen von mir gehört, so ein bisschen so Horror-Stories im Sinne davon, dass halt von 10 Uhr morgens bis manchmal 19 Uhr, ganz selten 20 Uhr, kommst nach Hause, warst über 10 Stunden im Labor. Das habe ich auch schon gehört. Ja. Und hast danach gar keine Lust, überhaupt noch Zeit aufzuwenden, um das Geschriebene noch hinzulegen. Aber da musst du auch noch dran denken, so hey, danach habe ich nur noch 1,5 Monate, das ist schon sehr knapp manchmal. Ich habe auch von einem Kommilitonen von mir gehört, der namentlich einmal nicht erwähnt werden soll, weil sonst weiß man schon bereits, welche AG halt damit gemeint ist, wo bei ihnen einmal die Mitarbeit im Labor sowas von ausgenutzt wurde, dass er schon halt, ich glaube, er war 2 Monate lang im Labor, wobei es eigentlich maximal bis zu 1,5 Monate sein sollte, weil du brauchst ja auch noch Zeit zum Schreiben. Ja. Und jetzt hat er richtig fett Druck dahinter, die Bachelorarbeit zu schreiben, weil er muss sich, glaube ich, am 14. August abgeben oder Mitte August, glaube ich. Und es war schon Mitte Juni und er hatte noch nicht damit angefangen. Also es war sehr, sehr knapp bei ihm und das tut mir schon manchmal leid, so etwas zu hören. Ich hoffe nur, bitte, bitte, bitte nicht, dass meine AG so ist. Ich hoffe, die ist sehr, sehr lieb, was das angeht. Ich habe kein Problem zu arbeiten, auch lange manchmal, aber dass man auch noch bedenkt, so hey, man muss auch noch eine Bachelorarbeit schreiben. Dass es nicht nur halt eine Aushilfe ist im Labor, die auch noch mitarbeitet. Ja, genau. Und bei dir, also du lebst ja schon seit 6 Jahren hier in Konstanz, hast du auch noch während dem Studium gearbeitet nebenbei? Wie hat es sich bei dir im Studium so ergeben? Konntest du die Arbeit mit dem Studium gut vereinbaren oder war es eher manchmal schwierig, je nach Semester? Das hat relativ gut funktioniert. Ich habe eben nur so kleine Jobs immer nebenbei gehabt. Auch Freundinnen, die nebenbei noch auch mehr arbeiten als ich, die aber dann die dann auch länger studieren einfach, weil es ist eben ein riesiger Mehraufwand und ein Studium ist auch ein Vollzeitstudium, also das kann man nicht mal ebenso machen. Das heißt, wenn man sagt, man arbeitet nebenbei, dann muss man eben auch damit rechnen, dass sich das Studium verlängert. Aber das ist dann eben so, also es gibt ja Menschen, die sind angewiesen darauf, noch nebenbei Einkommen zu haben. Ja. Und aber Respekt auch an die Kommilitoninnen, die das so stemmen müssen. Bei mir war es einfach so, ich möchte mir nebenbei was verdienen. Ich möchte ja auch reisen. Ich möchte mir auch ein bisschen eigenes Geld verdienen. Und dann habe ich eben bei Event Promotion gearbeitet, also ein bisschen bedient, einfach im Bodenseeforum. Ich habe auf dem Fuchshof mal gearbeitet, ein Semester, weil ich einfach mal Pause brauchte. Und dann habe ich jetzt auf der Mainau angefangen, also einfach dort auch flyern, einfach mit Menschen in Kontakt sein. Also keine Jobs,
die jetzt so anspruchsvoll sind vom Kopf her, einfach wo ich ein bisschen abschalten kann und mir ein bisschen was dazu verdienen. Ja, sehr gut. Also bei mir ist so, ich habe Anfang meines Studiums im Rituals also hier in Konstanz gearbeitet, im Lago. Es war schrecklich, die Arbeit dort. Ja. Dadurch, dass einmal, ich habe gesagt, ich kann nur am Wochenende arbeiten, samstags, weil unter der Woche ist mit dem Studium, wie du gesagt hast, sehr schlecht vereinbar ist. Und die Chefin, also grundsätzlich zum Rituals, die haben da so eine Philosophie, so à la das Leben ist Regenbogen, Sonnenschein. Immer lachen. Oh. Du hast keine Probleme im Leben. Im Kundenkontakt muss man das. Du bist im Kundenkontakt, natürlich, aber du kannst nicht so fakehaft überglücklich sein, konstant. Das laugt einen irgendwann mal aus. Genau, es ist sehr anstrengend. Manchmal hast du schlechte Tage, manchmal hast du gute Tage. Und manchmal, zum Beispiel, es war noch Corona-Zeit, wo halt auch noch die Kontrolle war vor dem Geschäft, so, hast du deinen Covid-Pass, hast du den nicht, bist du geimpft, bist du nicht, bist du schwanger, bist du nicht, wo du auch mit Leuten immer wieder diskutieren musstest, so, hey, sie dürfen leider nicht rein, nicht wegen uns heraus, sondern grundsätzlich, wir könnten halt sonst eine richtig fette Geldstrafe bekommen, wenn man jetzt eine Kontrolle macht hier und sie drin sind. Oder man hat uns auch noch hinterfragt, weswegen wir die normalen Mundschutzmasken tragen durften, aber sie die FP2-Masken tragen mussten. Es ist halt vom Arbeitsschutzgesetz, wir müssen sie halt so tragen, weil wir mehrere Stunden am Arbeiten sind. Wir können nicht einfach jetzt mal kurz rausgehen, Mundschutz absetzen. Wir können nicht die FP2-Maske den gesamten Tag tragen, also deswegen sehr viel Respekt an die gesamten Krankenschwestern und Ärzte, die den gesamten Tag mit den FP2-Masken gearbeitet haben. Sehr, sehr viel Respekt, weil das ist echt hart, vor allem damit durchzuatmen. Und am Ende des Tages ist man als Krankenschwester auch sehr körperlich tätig ab und zu. Bei uns war es auch schon so, dass wir halt manchmal Kisten abladen mussten und neu auffüllen alles, körperlich minimal tätig, aber mit einer FP2-Maske wäre es nicht möglich gewesen. Da war die Arbeit nicht sehr gut vereinbar, dadurch, dass es nur samstags war, von morgens bis abends, also seitdem es aufgemacht hat, das Lago, also das Einkaufszentrum, bis es geschlossen hatte, 20 Uhr ging gar nicht. Und dann bin ich umgestiegen auf halt, Online-Nachhilfe, wie du ja schon bereits weißt, aber das ist viel besser vereinbar, auch wenn ich sehr viele Stunden arbeite, weil ich bin gerade in der Uni, ich bin noch in einer Vorlesung, danach komme ich hierher und fange an, einmal zu arbeiten. Höre auf zu arbeiten, in der gleichen Sekunde kann ich einfach weiter lernen oder weiter etwas vorbereiten. Das ist viel besser vereinbar. Natürlich, da ist der Faktor, wie du gesagt hattest, du möchtest eine Arbeit haben, wo du halt mental ein bisschen ausschalten kannst. Bei mir ist es leider nicht möglich. Vor allem auch, wenn man Nachhilfe gibt in Biologie, dann bist du immer die ganze Zeit immer noch im Thema drin. Aber das Gute darin ist einmal, Fenster geht auf, okay. Aber das Gute ist einmal darin, dass halt du die Grundthemen nochmal wiederholst. Also dann vergisst du nie wieder diese Kleinigkeiten, die halt vom Abitur noch vorher gegeben waren, kannst du nie wieder vergessen. Ja, was ich auch eine Zeit lang gemacht habe, im Erasmus-Büro zu arbeiten, das ist ähnlich. Das ist halt, man ist schon an der Uni, man hat den Kontakt zu Studis, auch internationalen Studis. Man ist im Kontakt auch mit der Fachschaft eventuell oder mit der Koordination im Studium. Also das fand ich auch einen guten Job, um so einen Einblick auch zu bekommen, wie funktioniert die Organisation an der Uni. Das habe ich auch mal ein halbes oder sogar länger, ich weiß gar nicht, wie lange ich das gemacht habe. Okay. Worum hast du dich da gekümmert im Erasmus-Büro? Ich habe auf jeden Fall Kontakt gehabt mit den internationalen Studis, habe Mails geschickt, organisatorisch Dinge geregelt, genau, und dann aber auch teilweise also Infoveranstaltungen mitgemacht und war dann so ein bisschen Betreuung für die Studierenden, die eben nach Deutschland kommen, nach Konstanz kommen, aber auch für die Outgoings, also die eben ins Erasmus gehen, da zu informieren und die Personen zu betreuen. Okay. Und was würdest du jemanden, der jetzt vom Erasmus hierher kommt, empfehlen? Also hast du da auch so Empfehlungen gegeben ab und zu?
Genau, aber das kommt auch sehr auf den Fachbereich an. Ja. Also ich habe es eben im Fachbereich Psychologie gemacht. Es gibt auch eben das International Office, was ein guter Ansprechort ist. Ja. Und es gibt ja auch Buddies, also das Buddy-Programm, wo man dann eine Person speziell, wenn es jetzt so ums Leben in Konstanz geht, ist. Genau. Ja, also da habe ich auch beim Buddy-Programm auch mitgemacht einmal. Also ich selber als Buddy war ich auch einmal tätig. Da konnte ich leider nicht so viel Zeit investieren mit meinem Buddy. Also ich habe sie natürlich abgeholt, habe ihr noch alles einmal erklärt, einmal kurz Konstanz gezeigt. Das ist doch schon super. Aber so viel konnte ich leider mit ihr nicht unternehmen, dadurch vom Studium. Es ging gar nicht. Also meistens haben sie ja aber auch unter sich dann die Internationals, gute Connections. Da ist das ja eine eigene Bubble. Man kennt ja die International Party vom Sonnenbühl. Die ist ja sehr bekannt dafür, dass man halt auch sehr viele Kontakte knüpfen kann da an dem Ort. Ich glaube, die war dann auch am Ende des Tages sehr gut aufgehoben dort. Ja, das hat ihr auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht und was für sie ein Riesenschock war, beziehungsweise für uns auch als ausländische Familie in Deutschland. Sonntags sind die Läden zu. Außer Bäckereien. Ja, stimmt. So, außer die Bäckerei ist alles zu. Und wir sind es halt nicht gewohnt. Natürlich, aus Barcelona ist eine Großstadt, da ist halt immer alles offen natürlich. Oder auch, dass Läden schon bereits um 18 Uhr zumachen. Also so Einkaufsmärkte zum Beispiel machen manchmal, hier in Konstanz zumindest, bis 21 Uhr haben sie erst noch offen. Das ist sehr gut. Das ist schon lang. Ist es schon lange für Deutschlandstandards. Oder Kaufland bis um 10 teilweise. Genau. Aber das ist schon maximal. Das ist aber halt schon für deutsche Standards sehr lang. Für Spanien ist es so basic normal. Was ich aber auch lustig finde, ist halt, wenn Leute vom Ausland nach Spanien kommen, dass es für die so ein bisschen so ein Blow ist, also wenn sie halt nach Spanien kommen, dass halt die Geschäfte von 12 Uhr, 13 Uhr bis 17 Uhr zu sind. Das realisieren sie gar nicht, aber halt jetzt gerade im Sommer, gerade ist es noch früh morgens, ist es noch kühl draußen, man kann noch draußen sein. In Spanien ist ab halt 12, 13 Uhr so heiß, da ist niemand auf der Straße. Siesta. Ja, Siesta. Ja, da möchte man gerne die Siesta machen, weil es halt so heiß ist, man kann nicht rausgehen. Deswegen haben aber dann auch die Geschäfte so spät auf. Da ist halt so ein bisschen schon kulturelle Unterschiede, also schon von den Geschäften her aus. Und für sie fand es auch noch ein bisschen komisch, dass auch da die Restaurants so früh zumachen, die Küchen. So um 22 Uhr ist die Küche schon zu bei den meisten Restaurants. Ja. Aber für uns fängt 22 um 10 an. Also, da geht man auf die Straße. Einen normalen Arbeitstag ist 22 Uhr so Abendessen. Das ist normale Zeit. Wenn es am Wochenende ist, so 22 Uhr fängt so ein bisschen Aperitif an. Um 23 Uhr, 24 Uhr erst dann essen wir zu Abend. Ja. Und das ist dann auch so ein bisschen anders. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Für dich persönlich, was hat dir denn bis jetzt geholfen in deiner Masterarbeit? Also was würdest du jemandem, der eine Master- oder Bachelorarbeit mit auf den Weg geben, wenn sie eine schreiben müsste? Also schon sich immer wieder so Ziele zu setzen, bis wann man wohin gekommen sein möchte. Dass man aber auch nicht vergisst, Pausen zu machen, ganz wichtig. Also, dass man merkt, okay, jetzt stecke ich fest, jetzt komme ich nicht weiter, ich gehe mal eine Runde raus, ich mache eine Pause oder auch mal sagt, heute diesen Tag nehme ich mir frei und mache mal gar nichts. Dass man eben immer wieder so einen Schritt zurückgeht, weil selbst wenn man nicht aktiv schreibt an der Masterarbeit, habe ich die Erfahrung gemacht, denkt man noch darüber nach oder man hat es noch im Kopf und wenn man dann eine Nacht drüber schläft, geht es meistens am nächsten Tag schon wieder besser und man ist mit neuer Motivation am Start. Und dass man sich traut zu fragen. Also wenn man eine gute Betreuung hat, dass man die nutzt und dann, wenn man eben vor einem Problem steht, auch wirklich sagt, also nach Hilfe fragt und möglichst genau dann auch sagt, wo man steckt. Das ist immer gut, wenn man schon eine konkrete Frage hat. Ich weiß, das geht nicht bei jeder Betreuung. Ja. Je nachdem, wie eng die ist, geht das auch nicht. Aber dass man da mutig ist und klar selber guckt, was schaffe ich selber, welches Problem kann ich jetzt wirklich lösen. Oder ich frage
ja, es muss ja auch nicht die Betreuung sein, sondern auch andere KommilitonInnen, die vielleicht eine ähnliche, also auch momentan die Masterarbeit schreiben oder ein ähnliches Problem vielleicht vor sich haben, dass man sich traut, weil man kann ja nichts verlieren und vieles schafft man selber auch mit der Zeit, aber manchmal, genau. Also ich kann auch vor allem allen Studierenden hier in Konstanz, die halt Naturwissenschaften studieren, auf jeden Fall mal empfehlen, an den How to Write a Bachelor Thesis in Science einmal auf jeden Fall mal empfehlen, weil man glaubt es nicht, aber eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit, die halt von halt anderen Fächern ist, wie zum Beispiel Jura oder einmal Literatur oder Sprachwissenschaften, ist komplett anders wie jetzt zum Beispiel Naturwissenschaften. Also einmal Psychologie, Biologie, Mathematik, Physik, Chemie. All diese Bereiche sind komplett anders. Ja. Das wusste ich am Anfang gar nicht. Ich dachte mir so, okay, ist so halt wie eine Art Referatsschreiben. Also relativ simpel, aber selbst das Zitieren ist komplett anders. Genau. Und gibt es konkrete Richtlinien, an die man sich hält. Es gibt konkrete Richtlinien. Genau. Bei uns ist es APA 7. Okay. Das Programm. Okay. Style, also es gibt einen extra Style, das Format, wo wir uns streng dran halten müssen. Und meistens auch den Aufbau bei uns. Einleitung, Methoden, Resultate, Diskussion, so grob und noch Unterthemen. Also wir haben es schon klar strukturiert. Das ist sehr naturwissenschaftlich ausgelegt, auch in der Psychologie bei uns. Was wir als Biologen auf jeden Fall benutzen, ist LaTeX. Also LaTeX ist es einmal auch wiederum eine andere Programmiersprache. Also so viel zu programmieren. Ja, super. Also das begegnet uns viel. Ja, also für all die Leute, die auf jeden Fall mal Naturwissenschaften studieren möchten, mein Gott, Zungenbrecher, seid schon mal darauf gefasst, ihr werdet sehr viel Programmiersprachen bekommen, egal ob ihr IT oder Informatik studiert oder nicht. Ihr werdet es bekommen, so oder so. Statistik oder halt jetzt zum Beispiel, um Referate, Hausarbeiten zu schreiben, braucht man immer ein Programm und bei uns ist halt immer LaTeX. Klar, du könntest in Theorie per Word schreiben, aber man merkt sofort, dass es per Word ist und es ist viel komplexer, das zu schreiben. LaTeX, du hast ja je nachdem, welche Folie du nimmst. Du hast ja schon bereits Vorlagen gegeben. Das ist richtig geil. Dann musst du noch mit den Vorlagen arbeiten und dann hast du schon bereits die Probleme aufgelöst. Und dir wird auch direkt angezeigt, falls ein Fehler ist, was genau das Fehler ist. So, mach das weg oder du musst auch das hinzufügen. Okay. Und falls das Programm dir nicht weiterhilft, ChatGPT hilft dir weiter. Der kennt sich tatsächlich alle Programmiersprachen aus. Also egal von welchem Programm. Deswegen ist es auf jeden Fall mal schon mal ziemlich gut. Ja, bei denen. Ja, genau. Und wenn du jemanden, der Psychologie studiert oder Psychologie studieren möchte, was müsste die Person selbst mitbringen? Natürlich Interesse an Psychologie, aber je nachdem, was für ein Fach du auswählst, musst du auch etwas selbst mitbringen, im Sinne von zum Beispiel, wenn du Naturwissenschaften studierst, musst du eigene Disziplin mitnehmen. Also du kannst nicht nachsacken. Was würdest du jemandem, der Psychologie studieren möchte oder gerade am Anfang ist, empfehlen? Oder halt, was müsst ihr mitbringen? Ja, schon auf jeden Fall eine Motivation, ein Interesse an den Themen, dass man eben auch vielleicht schon eine Idee hat, möchte ich in die therapeutische Richtung oder möchte ich eher wissenschaftlich arbeiten. Ich weiß, das ist ganz schwer, das am Anfang zu wissen. Mittlerweile gibt es eben die 2 Studiengänge hier in Deutschland, also einmal den Therapiestudiengang und einmal den Forschungsstudiengang. Unterscheidet es sich sehr viel von den Grundkursen her aus? Oder? Vom Bachelorstudium nicht so sehr, man braucht schon andere Module. Ja. Aber dann im Master teilt es sich eben auf. Ich bin aber noch in dem alten Jahrgang, also das ist eine neue Reform, das Psychotherapiegesetz, die jetzt seit, ich weiß gar nicht, 2 Jahren der Fall ist. Das heißt, ich bin noch im alten Jahrgang, ich studiere den Master in Psychologie, in reiner Psychologie, aber die Jahrgänge, die hinter mir kommen, die müssen sich eben schon früher entscheiden, möchten sie den Therapiestudiengang oder den Forschungsstudiengang. Ja. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich noch im alten System bin, dass ich praktisch mit meinem Master auch noch die Therapieausbildung machen könnte. Man weiß eben nicht, wie lange. Es ist gerade alles im Wandel in Deutschland.
Deshalb bleibt es auf jeden Fall spannend. Ja, also auch bei uns in Biologie hat sich auch eine Reform gegeben, 2022. Das heißt, also ich musste noch ein paar Prüfungen schreiben von vorherige Semester, weil ich die natürlich nicht bestanden habe, leider. Und da haben sich schon bestimmte Module verändert. Zum Beispiel bei uns gab es noch das Modul einmal von der Botanik, dass wir dort einmal ein Herbarium herstellen mussten. Woran erkennt man einen Biologiestudent des zweiten Semesters hier in Konstanz? Man erkennt sie daran, dass sie mit Blumen rumlatschen. Blätter sammeln oder einfach... Da hätte ich, glaube ich, Spaß dran. Das hätte ich gern gemacht. Also es ist zwar cool, aber es ist schon ein bisschen schmerzhaft, weil du wortwörtlich so rumlatscht mit der Tüte, die unten mit Wasser gefüllt ist und mit einer Schaufel, weil du musst die auch mit der Wurzel wegschaufeln. Das ist nicht nur schneiden, weil bestimmte Blumen erkennt man nur an der Wurzel. Und zwar ist es eigentlich so, dass die Frucht immer da kommt, wo vorher die Blüte war bei einer Pflanze? Ja. Das habe ich mich nämlich neulich gefragt und irgendwie sind wir da stecken geblieben bei der Frage. Aber ja, es ist so. Doch, es ist genau, so. Doch, es ist so. Das ist, wenn du einmal das Apfel siehst, okay? Ja, genau. Unten diese Mini-Blätter, die so trocken sind, das ist, was früher doch die Blüte gewesen ist, tatsächlich. Ja. Genau, also bei den Pflanzen ist es halt ein bisschen halt lästig, weil du halt immer damit rumlatschen musst. Und du musst auch immer aufpassen, wann du anfängst, sie zu sammeln. Weil es könnte sein, dass du von einer bestimmten Kategorie, weil du musst auch bestimmte Kategorien sammeln, es ist nicht einfach so, sammel 20 Pflanzen, sondern es müssen 3 von einer bestimmten Kategorie sein, 4 von einer anderen Kategorie und je nachdem, welche Zeit es ist des Semesters, blühen die nicht mehr. Ja. Dann bist du am Hinterherrennen so von Kommilitonen so, hey, hast du noch die eine? Ja. Hast du noch die eine? Ich brauche noch welche. Und am Ende habe ich tatsächlich von ein paar Kommilitonen 3 Pflanzen noch borgen müssen, weil ich gar keine mehr hatte. Ich habe es dann irgendwann mal verpeilt, so scheiße, mir fehlen noch 3 von der einen. Ja, aber jetzt hast du ein Herbarium. Jetzt habe ich ein Herbarium, ja. Die Neuen müssen es nicht mehr machen, das Herbarium. Das ist jetzt nur noch als eine Art Extra-Credit. Kannst du es einmal machen. Es ist nicht mehr Pflicht. Bei uns war es noch Pflicht. Also sehr viele Grüße an unseren Professor Dörken. Also man hat ihn sehr lieb. Seine Kurse sind immer so richtig cool. Aber das Herbarium ist halt für jemanden, der nichts mit Botanik zu tun haben möchte später, schon ein bisschen eine Last. Es ist auf jeden Fall mal cool. Da hat man auch so ein Buch, das ist so das Schmal, glaube ich, heißt das Schmalbuch. Und anhand des Buches musst du dann halt die Blätter schauen, wie die gestellt sind, die Blüte, wie die Blütenform ist, wie die Pollen angesetzt sind. Musst du danach halt erkennen, okay, welche Blume ist es. Und öfters ist es auch falsch. Und daher braucht man auch noch die Wurzeln. Wie fügst du die dann ein? Ins Herbarium. Also das allererste, was du machen musst, ist einmal die Pflanze einmal trocknen. Und zwar, da musst du sie einmal mit Gewichte, pressen. Also in so Zeitungspapier, nicht so Küchenpapier, weil durch das Küchenpapier, das absorbiert einmal die gesamte Flüssigkeit, dann bleibt es beppen. Und dann geht halt die Blume kaputt, dann darfst du noch eine neue suchen. Zuerst bestimmst du sie und du musst dich auch noch beeilen, weil sonst verwelkt einmal die Pflanze. Dann musst du halt eine neue suchen. Und dann tust du sie in Zeitungspapier mit Gewichte dran und lässt sie so ein paar Tage. Es lohnt sich nicht, ins Ofen das zu stecken, damit es schneller trocknet. Es lohnt sich nicht in der Sonne, nein, weil dadurch tun sie einmal verfaulen. Durch die Flüssigkeit, weil die Flüssigkeit nicht entzogen wurde langsam, sondern die Flüssigkeit bleibt da. Im Ofen kochst du die Blume auf. Oh in der Sonne tut sie dann irgendwann mal verfaulen. Es klingt so, als hättest du alles schon ausprobiert. Nicht, weil ich es ausprobiert habe, sondern man hat es uns spezifisch gesagt am Anfang. Versucht es nicht ins Ofen zu stecken, versucht es nicht in der Sonne zu trocknen. Es lohnt sich nicht, weil irgendwann mal hast du halt sonst das Problem, du präsentierst das Herbarium, das muss auch präsentiert werden und es muss so ausgecheckt werden, dass alle Kategorien da sind und es richtig bestimmt wurde. Und wenn es soweit ist, können die Pflanzen dann irgendwann mal verfaulen, dann können sie nicht mehr schauen, oh, ist es die wirklich oder nicht? Und dann hast du ein Problem, weil dann fehlt dir einmal ein paar Pflanzen des Herbariums und ich musste ein gesamtes Jahr warten, bis ich mein Herbarium abgeben konnte, weil mir Blumen gefehlt haben. Dadurch, dass ich halt leider irgendwann mal verpeilt habe, die alle zu sammeln.
Aber genau, beim Herbarium ist es auch noch ganz wichtig immer, dass du sie auch schön klebst. Also es kann so mit ein ganz dünner Tesastreifen dran geklebt werden. Es kann mit diesem Flüssigkleber geklebt werden auf dem Blatt. Und du musst sie auch noch artgemäß beschriften. Name, Gattung, derjenige, der es halt benannt hat, musst du auch noch drauf machen, wo du es gefunden hast, in welchem Bereich du es gefunden hast. Vor allem hier im Campus musst du auch sagen, so okay, in der Nähe des R-Gebäudes habe ich es gefunden. Musst du auch noch hinzufügen. Und falls die Pflanze von woanders war, musst du auch noch am Anfang des Herbariums hinzufügen, hey, das ist nicht hier von der Uni, also das Herbarium, es ist von grundsätzlich Konstanz Umgebung. Musst du auch aufpassen. Aber ja, genau, da hat sich halt das Eis einmal verändert und neue Professoren sind ja jetzt gekommen. Andere Professoren sind jetzt in Rente. Zum Beispiel Evolutionsbiologie, glaube ich, gibt es jetzt oder gibt es demnächst eine neue Professorin, die jetzt halt Prüfung anders machen wird. Nicht mehr schriftlich, sondern ich glaube, es ist jetzt mittlerweile eine Hausarbeit, die du machen musst für Evolution. Aber ich fand auf jeden Fall mal die Vorlesung von den damaligen Professor oder noch jetzigen Professor, der Professor Meyer, fand ich auf jeden Fall mal sehr spannend, sehr interessant, die Vorlesungen. Und ja, die waren auf jeden Fall mal cool. Aber es hat sich ja jetzt auch alles verändert. Also derjenige, der jetzt noch zwischen Prüfungen liegt, wie zum Beispiel bei mir noch dieses Semester, wo ich noch Genetik 2 und Zellbio 2 schreiben musste. Da komme ich schon schwitzen über Zellbio 2. Genau, da hat sich schon halt ein bisschen was verändert für diejenigen, die halt 2022 angefangen haben zu studieren, nicht davor. Genau. Genau, deshalb bin ich jetzt auch nicht so Expertin für die Jahrgänge, die jetzt anfangen. Ja. Da würde ich empfehlen, eben an der Homepage nochmal nachzulesen oder mit der Studienberatung in Kontakt zu gehen. Ja. Wenn man überlegt, Psychologie zu studieren und speziell in Konstanz, dann ist da eine gute Beratung vor Ort auch verfügbar. Ja, also und wenn es halt so wäre, einfach grundsätzlich ein Psychologiestudium anzufangen. Derjenige, der so sich auf das Psychologiestudium einlässt, was sollte er erwarten im Studium? Also was würde auf ihn zukommen, was du nicht so von vornherein denkst, das könnte auf mich zukommen? Also, dass man vielleicht auch eine Perspektive hat, möchte ich Therapeutin werden schon oder in die Forschung gehen? Das hatte ich ja auch schon gesagt. Und wenn man das noch nicht weiß, dann einfach auch schauen, die Themen, interessieren die mich? Das Grundstudium ist, glaube ich, immer so ein bisschen durchhalten. Ich hatte dann die spannenden Seminare und das, was dann mehr in die Tiefe geht, eben hat man dann erst später. Ja. Dass man eben so lange auch versucht, dran zu bleiben, weil es lohnt sich. Also die Seminare, die dann eben zu besonderen Themen am Ende waren, für die hat es sich gelohnt, dran zu bleiben und auch die Statistik über sich ergehen zu lassen. Welche Seminare hast du denn besucht? Eine Vielzahl. Also wir ab dem 5. Semester oder 4. Ist es bei uns ins Seminarformat umgeschwenkt. Also nicht mehr so Vorlesungen frontal, sondern genau. Und da haben mich eben auch schon besonders die entwicklungspsychologischen Seminare interessiert und auch die interkulturellen Seminare, die ich hatte, die Forschung, die da kultursensibel eben geforscht wird. Und ja, das hat sich eben so rauskristallisiert zu dem, was ich jetzt auch in der Masterarbeit mache. Und das ist das Schönste, wenn du dann wirklich auch in der AG deine Arbeit schreiben kannst für das Thema, das dich interessiert. Ja. Und wie wird es für dich nach dem Studium jetzt halt weitergehen, nach deiner Masterarbeit? Genau, ich möchte die bis in 2 Monaten abgeben. Also es wird für mich auch noch sportlich. Ich muss mich auch noch gut strukturieren. Jetzt habe ich so viel darüber erzählt, aber ich muss selber auch schauen. Und ich werde tatsächlich nach Barcelona ziehen und dort nochmal einen Master beginnen, der nochmal 2 Jahre dauert. Genau, ich möchte körpertherapeutisch arbeiten und deshalb dort nochmal mich spezialisieren. Auch in Deutschland gibt es körpertherapeutische Weiterbildung, Ausbildung und auch Studiengänge.
Aber ich möchte auch interkulturell nochmal die Erfahrung sammeln, nochmal Spanisch sprechen. Aber Barcelona ist schöner. Ja, besonders Barcelona. So, Catalunya. Ja, Katalanisch gelernt. Ja, mit da dir haben wir uns zusammen? ja kennengelernt im Katalanisch-Kurs tatsächlich. Ja. Ich habe ja halt Katalan komplett verlernt von Kindheit her aus. Also ich kann... Du hast es nicht komplett verlernt. Oh, was? Nein. Was? Das Ding ist, verstehen ist einfach. Verstehen ist es sehr einfach. Genau. Nur halt das Reden oder die Vokabeln fehlen mir dann noch einmal. Zum Beispiel eine Vesperbox. Okay. Aha, das wüsste ich auch. Vesperbox ist auf Spanisch einmal Tupper. 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 Ja. Ist vom Tupper. Ja, genau. Tupper. Ja. Und auf Katalan ist es einmal Carmanyola. Carmanyola. Das hat nichts ist damit ganz zu tun. anders, So, das ist halt kompleit anders. Oder ich konnte halt noch so diese Kinderlieder, also Sol Solet, das ist noch, was ich noch daran konnte. Also Sol Solet, Vina Mavera. Das sind so Kinderlieder, wo ich mich noch daran erinnern kann, weil ich bin ja auch erst so mit 8 halt von Spanien ausgewandert. Und bei uns daheim hat man auch kein Katalan gesprochen. Man hat nur Spanisch gesprochen. Manchmal Filme auf Englisch. Aber Katalan haben wir komplett verlernt dann. In der Schule, hattest du dort Katalan? In der Schule ja, weil in der Schule ist es ja 50-50. Wenn du in Katalonien lebst, ist es ja Hälfte Spanisch, Hälfte Katalan, wie es sein sollte. Mittlerweile ist es sehr anders. Also mittlerweile ist schon Spanisch fast sogar hinter Katalan. Ich finde es nicht so gut tatsächlich. Ich finde es in Ordnung, wenn du 50-50 machst, weil beide Sprachen sind offiziell. Amtssprachen beides. Aber du kannst nicht die Amtssprache, also eine der Amtssprachen zurücksetzen auf 30% und 70% Spanisch. Spanisch-Katalan andersrum. Weil das Problem ist dahinter, außerhalb von, was wir als Països Catalans verstehen, also Katalonien, Valencia, die Balearische Inseln, also außerhalb von diesen Gebieten, du kommst ohne Spanisch nicht weiter. Also ein Katalaner, also ein katalanisches Kind kommt nicht außerhalb von Katalonien sonst weiter ohne Spanisch. Musst du auch noch Spanisch beibringen. Deswegen finde ich es ein bisschen schlecht, wenn man es so zurückdrosselt. Also ich bin nicht dafür einverstanden, dass beide zurückgedrosselt werden, aber beide im gleichen Maßen, auf jeden Fall. Ja, und genau, hast du schon bereits den Platz bekommen in Barcelona? Ja? Okay, wo, in welcher Uni? An der Universidad Autónoma. Also UAB, genau. Direkt in Barcelona. Bist du auch schon auf der Suche nach einer Wohnung? Ja. Ja? Okay. Also, para todos los visitantes de España, de Barcelona, por favor, si conocéis algún piso compartido, un piso que le podáis dar un sitio a Lisa, también, por favor, escribidlo en los comentarios o escribidme a mí. Aquí pueden escribirlo abajo. Exacto, aquí abajo en los comentarios, o también, si no, pongo aquí el email de Lisa, así también le podéis Aquí escribir. arriba. Ahí arriba. Un email y así a lo mejor le dais algunas ideas para encontrar un apartamento en Barcelona. Sí. Also sehr cool auf jeden Fall. Und worauf freust du dich am meisten schon bereits? Also abgesehen vom Studium, Barcelona, worauf freust du dich am meisten da? Schon Spanisch, Katalanisch, auf die Sprache wieder einzutauchen. Ja. Und mehr zu lernen. Schon auch auf Barcelona, auf die Stadt, auf die Kultur dort, auf die Menschen und einfach nochmal einen Perspektivwechsel zu haben und nochmal ein anderes Land nochmal intensiv kennenzulernen und auch aufs Tanzen. Auf das Tanzen? Was genau Tanzen? Also ich mache eben den Studiengang, der körpertherapeutisch ausgelegt ist. Und da geht es eben auch um Ausdruck oder um eben nonverbale Kommunikation und eben darum, dass den Tanz oder die Bewegung als therapeutisches Mittel zu nutzen für verschiedene Gruppen von Personen. Zum Beispiel für ältere Menschen, für Menschen, die in Reha sind, die besondere Körperteile nicht so gut bewegen können, da wieder Bewegung reinzubringen. Oder auch für Kinder, auch mit psychischen Erkrankungen, dass man sie dadurch stärkt, dass man über die Bewegung geht, über den Ausdruck und eine Basis zu schaffen, einen Austausch, eben nicht über das Gespräch, sondern den Körper. Okay.
Welche Tanzstile würden dir am meisten interessieren? Weil es gibt ja unterschiedliche Tanzsorten. Genau, also in der körpertherapeutischen Arbeit geht es gar nicht so um besondere Stile oder auch gar nicht um, du übst nicht einen Stil oder den Tanz, sondern es geht um deinen persönlichen Tanz oder deine persönliche Art des Ausdrucks. Aha. Aber es ist schon so, dass ich parallel noch Tanzunterricht für mich nehmen werde, einfach um selber fit zu bleiben und selber mich weiterzuentwickeln, tänzerisch. Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Und was würdest du als allererstes besuchen in Barcelona? Also wenn du ein spezifischer Ort besuchen müsstest, zum Beispiel, es kann auch der Strand sein, einfach nur, was würdest du denn direkt besuchen? Also wir haben ja jetzt mit Nudia, unsere Lehrerin, also hi Nudia, hola. Haben wir ja auf jeden Fall mal sehr viele Orte, so zwar nicht real life, aber auf jeden Fall mal so interaktiv einmal ein bisschen gelernt. Was würdest du denn von diesen Orten oder grundsätzlichen Orten Barcelona besuchen wollen? Ich würde gerne mal auf Montserrat, auf dieses Kloster, auf den Berg hoch. Das sah toll aus und ich hab schon viel davon gehört. Okay. Sonst auch die Stadt einfach kennenzulernen, verschiedene Baris zu entdecken. Ich glaube, das wird dann alles kommen, wenn ich erstmal dort bin. Also jetzt bin ich noch so in Konstanz und auch noch mit dem Kopf so hier, dass ich das noch gar nicht so präsent habe. Aber ich merke schon, wenn ich mit dir drüber rede, dann kommt schon so eine Vorfreude. Dann kommt schon die Vorfreude raus. So ein bisschen Sonne, Hitze und nicht mehr Regen im Juli. Also Ende Juli schon mal bereits Regen, und wann gehst du denn direkt dahin? Also nach der Masterarbeit natürlich, aber wann ist es angesetzt? Also am 18. Oktober finden dort die Einführungsveranstaltungen statt. Okay. Also in der 1. oder 2. Oktoberwoche werde ich wahrscheinlich dorthin fliegen dann. Okay, perfekt. Sehr gut. Ja, ich dachte schon sonst, wenn es schon bereits Ende August wäre, hätte man sich sonst sehen können, weil dann bin ich schon bereits dort. Zu deiner Familie. Genau, und ich lebe ja halt an das, was das nennen wir halt La Falda, also einmal der Rock von Montserrat. Also ich sehe direkt von meinem Großelternhaus, nicht direkt von dort, weil die sind mit dem Rücken dazu. Aber wenn ich dort spazieren gehe, sieht man Montserrat direkt. Deswegen, schön. Also auf jeden Fall mal, dann sonst nächstes Jahr, wenn du dann direkt dort bist, sieht man sich auf jeden Fall. Ja, dann melde ich mich definitiv und dann sehen wir uns auch definitiv dort. Genau, und sonst noch zum Abschluss, hättest du sonst noch irgendwas, was du sagen wollen würdest? Vielen Dank. Ich finde das interessant, die Schnittstelle auch zur Biologie und was ihr so im Studium machen müsst. Und ich denke, ist eben auch die Psychologie ist ein naturwissenschaftliches Studium, dass man das eben auf dem Schirm hat, wenn man es anfängt, wobei sich jetzt viel ändert. Dass eben auch der therapeutische Teil mehr rauskommt. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Studium, die Psychologie, was einen breit aufstellt. Also man kann am Ende wirklich in verschiedene Richtungen gehen und auch die Therapieschulen, da gibt es verschiedene Richtungen. Also es ist, glaube ich, ein sehr intensives Studium, was einen gut vorbereitet, aber was einen auch so ein bisschen dazu drängt, rauszufinden, was ist wirklich meins und wie möchte ich auch mit Menschen arbeiten, was nicht, oder möchte ich überhaupt mit Menschen arbeiten und dann wie und dass man sich so seins zusammensucht und so seine Strategien und Mittel, dass man dann gut ausgestattet ist für das Arbeitsleben irgendwann mal. Ja, definitiv. In dem Fall, Lisa, bedanke ich mich nochmals, dass du dir Zeit genommen hast, vor allem jetzt, während du noch deine Masterarbeit am Schreiben bist. Und genau, in dem Fall, man sieht sich sonst demnächst wieder. Ja, danke dir auch viel Erfolg für deine Bachelorarbeit. Dankeschön, danke. Und dann in dem Fall bis nächstes Mal. Tschüss.